Hello everyone. So I welcome you all to a new video of Learning German with Eduflair. Today we are going to talk about Teil 1 of Sprechen Goethe examination, which is a presentation. So we have two candidates here. Wie heißen Sie? Ich heiße Advaita. Her name is Advaita. Wie heißt du? Ich heiße Omar Ali. And we have Omar Ali with us. So guys, today we are going to talk about important two topics which they will present, and all you have to do is listen carefully and learn through the video. Omar, your topic is student in jobs. Your topic is student in jobs, which means the ways you get a job as a student. And Advaita, your topic is Entspannungsphasen am Arbeitsplatz, which means relaxation ways or methods on your working place. So, los geht's. Guten Tag, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute befasse ich mich mit dem Thema Entspannungsphasen am Arbeitsplatz. Ich finde dieses Thema sowohl enorm sprechwürdig als auch relevant in dem aktuellen Tag. Zuerst spreche ich über die verschiedenen Wege, danach beschreibe ich eine Möglichkeit genauer, dann nenne ich die Vor- und Nachteile. Meiner Ansicht nach ist Entspannungsphasen am Arbeitsplatz sehr notwendig, da die Kollegen müssen ausruhen. Müssen. Jetzt würde ich die verschiedenen Wege zum Vorschein bringen. Erstens können die Kollegen einen Mittagsschlaf versuchen. Und nach dem Mittagessen kann man eine Zeit für Mittagspause nehmen. Deswegen können sie gewährleisten, sich aktiver zu machen. Zweitens können die Kollegen auch Sport treiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Kollegen Sport am Arbeitsplatz treiben können. Beispielsweise die Kollegen können Fußball mit anderen Kollegen spielen oder Indoor-Spiel lässt sich auch in Anspruch nehmen. Yoga ist auch eine gute Wege für Entspannungsphasen am Arbeitsplatz. Und die Kollegen müssen gewährleisten, in Bewegung zu bleiben, indem sie gelegentlich eigene Arme und Beine strecken. Und jetzt würde ich eine Wege genauer beschreiben. Wenn wir am Arbeitsplatz Sport treiben, dann werden die Kollegen mehr aktiver und kreativer. Und es gibt auch eine Möglichkeit, die Kollegen miteinander eine gute Beziehung zu knüpfen. Das finde ich sehr hervorragend, da eine gute Beziehung miteinander sehr wesentlich ist. Und die Kollegen können auch viel Zeit miteinander verbringen. Jetzt würde ich verschiedene Vor- und Nachteile mit euch teilen. Einerseits können die Kollegen mehr aktiver und kreativer sein. Andererseits gibt es auch Nachteile. Beispielsweise wenige Arbeitszeit steht nur zur Verfügung. Das ist nicht eine Gewinn für die Firma. Deswegen ist es nicht immer praktisch. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass es ganz wesentlich ist, Entspannungsphasen am Arbeitsplatz zu thematisieren. Soweit meine Überlegungen. Jetzt führe ich meine Präsentation zu Ende. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Guten Tag. Heute würde ich gerne über das Thema Studentenjobs sprechen. Ich habe mich darüber gefreut, weil es sowohl
enormes als auch ein aktuelles Thema ist. Zuerst möchte ich die mehrere Möglichkeiten vorstellen, dann drücke ich Vor- und Nachteile von diesem Thema aus. Danach weiterhin möchte ich eine wesentliche Möglichkeiten ein bisschen wahrscheinlich berichten. Dann schließlich äußere ich dazu, was ich meine. Man kann die Studentenjobs sind eine schwierige Dinge in unserem Leben zu finden und man kann entweder oder die Studenten können entweder arbeiten als eine Kellner oder eine Teilzeit arbeiten. Weiterhin möchte ich eine andere Möglichkeit hinzufügen, dass man arbeiten kann als ein Vollzeitarbeiter. Aber wenn man als ein Kellnerjob arbeitet, gibt es eine Vorteile und Nachteile, dass wir werden unabhängig sein und wir können die Universität des Beitrags selbstständig bezahlen und ja, aber es gibt wir können in der Gesellschaft miteinander einen Kontakt knüpfen und ja, eine gesellschaftliche Interaktion machen. Und, aber es gibt einige Nachteile, dass in dem Restaurant oder dem Hotel gibt es unregelmäßige Zeit und gelegentlich haben wir keine Zeit aufwandern und ja, vielleicht können wir nicht auf Studium konzentrieren. Und die zweite Möglichkeit, eine Teilzeitarbeit machen. Die Studenten, heutzutage die Zahl der Studenten steigt, wer eine Teilzeit arbeitet. Deswegen, wenn Student eine Teilzeitarbeit macht, bringt er eine berufliche Erfahrungen und ja, sie können eine Einnehmen aufstocken und ja, damit er selbstständig oder unabhängig sein. Aber es gibt einige Nachteile, dass er kann nicht ihre Zeitmanagement vielleicht oder gelegentlich konfrontiert ihre Zeitmanagement Herausforderungen und da kann man nicht mehr ihr mit Studium oder mit ihrem Studium konzentrieren oder bleiben. Die dritte Möglichkeiten eine Vollzeitarbeit machen. Wenn ein Student ein Vollzeit arbeitet, kann man nicht beeinträchtigt werden und ihre Work-Life nicht benötigen und dann kann man nicht sich ausruhen und sie werden in der stressigen Lage sein und ja, eigentlich kann man nicht die Situation oder die Lage wahrnehmen und steuern die Situationen. Deswegen, und zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Student arbeiten kann man nicht bevorzugen, weil in dieser Zeit
die alle Studenten müssen auf ihr Studium konzentrieren und ja, in unserem Heimatland gibt es so viele Studenten, hängt mit ihrer Familie. Deswegen bevorzuge ich nicht auch einen Studentenjobs. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. So, you both have well presented, you both have presented good, and I thank you both for the presentation. I hope you like the video. Learn more, learn German, and we'll see you on our next video. Ta-ta. Eduflair, education driven by passion.